Eine Krankenschwester erschien nicht zu ihrer Schicht, woraufhin ihre Kollegen Alarm schlugen. Die Polizei schaltete sich schnell in den Fall ein. Die Ermittler ahnten jedoch nicht, mit welch schrecklichen und ungewöhnlichen Wendungen sie konfrontiert werden würden. Als die Ermittler die Wahrheit erfuhren, konnten sie nicht glauben, dass sich dies tatsächlich im wirklichen Leben zugetragen hatte. Und dieser Fall gilt bis heute als einer der unheimlichsten in der Geschichte. Tracy Wellman wurde am 29. September 1966 in Kalifornien geboren. Als sie 14 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden und sie zog zusammen mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder in eine Stadt namens Riverside. Tracy besuchte die örtliche Schule und fand schnell Freunde. Sie freundete sich mit ihrer Nachbarin Trish an und die beiden wurden schnell beste Freundinnen. In dieser Stadt lebte auch Tracys Cousine väterlicherseits, Tonya. Gemeinsam liebten sie es, Inlineskaten zu gehen, shoppen zu gehen und begannen sogar, sich für das Reiten zu begeistern. Später ließen sich Trishs Eltern scheiden und ihre Mutter heiratete Tracys Vater. So wurden aus den besten Freundinnen schließlich auch Verwandte. Nach der Schule absolvierten sie gemeinsam eine Ausbildung zur Krankenschwester und fanden Arbeit als Krankenschwestern. Als Tracy 25 Jahre alt war, heiratete sie einen Mann namens Richard und zog mit ihm nach Arizona. Bald darauf kam ihre Tochter Christine zur Welt. Die Ehe hielt jedoch nicht lange und sie ließen sich scheiden. Seitdem zog Tracy ihre Tochter alleine groß, arbeitete weiterhin als Krankenschwester und zog auf der Suche nach guten Stellenangeboten durch mehrere Bundesstaaten. Sie bemühte sich auch, ihre Familie in Kalifornien so oft wie möglich zu besuchen, besonders nachdem sie innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Verwandte verloren hatte. Ihr leiblicher Bruder und 3 Stiefgeschwister starben plötzlich, weshalb sich Tracys Vater und ihre Stiefmutter um deren Kinder kümmern mussten. Im Jahr 2009 heiratete sie erneut und zog nach Tennessee. Doch schon ein Jahr später ließen sie sich scheiden. Daraufhin zog die Frau nach Alabama, wo ihre Cousine Tonya in einem Altenheim arbeitete. Sie verhalf Tracy zu einer Stelle als Krankenschwester dort und die Frau ließ sich in einer kleinen Stadt in der Nähe ihrer Arbeit nieder. Nach der Scheidung und dem Umzug hatte Tracy finanzielle Schwierigkeiten, da sie für ihre Unterkunft und andere Ausgaben aufkommen musste. Anfangs konnte sie sich nicht einmal ein Auto leisten, um zur Arbeit zu fahren und fuhr daher mit dem Bus dorthin. Außerdem wollte Tracy ihre Tochter besuchen, die zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen war und in einem Nachbarstaat lebte, weshalb die Frau Geld für den Kauf eines Autos beiseite legte. Am 13. Oktober 2010, als Tracy 44 Jahre alt war, erschien sie nicht zu ihrer Schicht, was ihre Kollegen sofort alarmierte. Obwohl sie erst seit kurzem dort arbeitete, hatte sie sich bereits als zuverlässige Mitarbeiterin bewährt. Und noch nie zuvor hatte sie eine Schicht versäumt. Schließlich beschloss die Geschäftsleitung, ihren Vermieter anzurufen, da er im selben Ort lebte und nachsehen konnte, ob alles in Ordnung mit ihr war. Der Mann ging zu ihrem Haus und klopfte an die Tür. Es kam jedoch keine Antwort. Er klopfte noch ein paar Mal und beschloss schließlich, die Tür mit einem Ersatzschlüssel zu öffnen. Als er hineinging, rief er ihren Namen, doch es antwortete nur die Stille. Der Mann ging in Tracys Schlafzimmer und sah zu seinem Entsetzen, dass sie auf dem Boden lag. An ihrem Kopf war Blut zu sehen und er begriff sofort, dass die Frau tot war. Der Vermieter rannte sofort aus ihrem Haus und rief die Polizei. Die Beamten begannen mit der Untersuchung des Tatorts und erkannten schnell, dass es sich um einen Mord handelte. Das Opfer war völlig nackt und auf ihrem Rücken waren 2 Stichwunden zu sehen. Darüber hinaus wies ihr Körper zahlreiche weitere Verletzungen auf, darunter Abwehrwunden sowie eine Schnittwunde am Kopf. Es sah so aus, als wäre sie mehrere Stunden lang gefoltert worden. Und nach Ansicht der Ermittler hatte der Mörder dabei Freude daran. Später bestätigten die Gerichtsmediziner, dass das Opfer an Blutverlust gestorben war. Sie stellten außerdem fest, dass sie brutal misshandelt worden war. Darüber hinaus bestätigten sie, dass es sich bei der Getöteten um Tracy handelte. Die Experten schickten Proben von ihrem Körper zusammen mit Blutproben aus dem Haus und anderen Spuren zur DNA-Analyse ins Labor. Die Ermittler hofften, dass der Täter bei der Tat seine DNA hinterlassen hatte. Das örtliche Labor benötigte jedoch mindestens einige Wochen, um all diese Proben zu untersuchen. Im Haus selbst wurden keine Einbruchsspuren gefunden. Dies deutete darauf hin, dass Tracy den Mörder möglicherweise kannte oder dass er sie unter einem Vorwand dazu überredet hatte, ihn hereinzulassen.
Außerdem wurde im Schlafzimmer des Opfers eine Pistole gefunden, die in der Nähe ihrer Leiche lag. Da Tracy keine Schusswunden aufwies, erschien dieses Indiz den Ermittlern seltsam. War es Tracys eigene Pistole, mit der sie versucht hatte, den Mörder aufzuhalten, oder hatte der Täter sie mitgebracht, sie aber aus irgendeinem Grund nicht benutzt? Später erfuhren die Polizisten, dass die Frau keine Schusswaffe besaß, zumindest nicht offiziell. Die Ermittler sprachen mit Tracys Verwandten und Kollegen, um herauszufinden, ob ihr jemand Böses gewünscht haben könnte. Sie überprüften ihre Ex-Ehemänner, doch diese befanden sich in anderen Bundesstaaten und hatten ein wasserdichtes Alibi. Anschließend begannen die Ermittler, den Tagesablauf am Tag vor dem Mord zu rekonstruieren, in der Hoffnung, neue Anhaltspunkte zu finden. Sie sprachen mit ihrer Cousine und erfuhren, dass Tonjas Freund sie beide an jenem Morgen zu den Altenheimen gefahren hatte, um ihre Gehaltschecks abzuholen. Danach fuhren sie zur Bank, wo sie die Schecks einlösten. Anschließend bat Tracy sie zu einem Gebrauchtwagenhändler zu fahren, da sie sich endlich ein Auto kaufen konnte. Zuvor hatte sie im Online-Katalog ein passendes Modell gefunden und wollte es sich in Natura ansehen. Tracy gefiel das Auto und sie sagte, sie wolle es in Kürze kaufen. Danach brachten ihre Cousine und ihr Freund sie wieder nach Hause und das war das letzte Mal, dass die Frau lebend gesehen wurde. Außerdem befragten die Ermittler ihre Angehörigen, ob Tracy eine Pistole besessen habe, und Tonjas Freund gab an, dass er ihr die Waffe gegeben habe. Seinen Angaben zufolge hatte sich Tracy kurz vor ihrem Tod über einen Mann namens Richardson beschwert, der sie belästigte und sich seltsam verhielt. Er kam oft zu dem Ort, an dem sie wohnte, und die Polizei fand ihn schnell. Der Mann verhielt sich tatsächlich äußerst verdächtig, und die Ermittler begannen, ihn ernsthaft als Verdächtigen in Betracht zu ziehen. Richardson hatte jedoch ein stichhaltiges Alibi. Damit standen die Ermittler wieder mit leeren Händen da. Sie sprachen weiter mit den Angehörigen des Opfers und irgendwann fiel dem leitenden Ermittler auf, dass James, Tonjas Freund, am kleinen Finger eine ziemlich tiefe, frische Schnittwunde hatte. Der Ermittler hatte bereits ähnliche Schnitte gesehen, die sich Täter aus Unachtsamkeit bei Messerangriffen selbst zugefügt hatten. Wenn Blut auf den Griff gelangt, wird das Messer rutschig und gleitet leicht aus der Hand, wodurch sich der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst in die Hand verletzt. Der Ermittler fragte James, woher er diesen Schnitt habe, und dieser sagte, er habe ihn sich bei irgendwelchen Hausarbeiten zugezogen. Dennoch begann das Ganze ziemlich verdächtig zu wirken, besonders angesichts der Tatsache, dass James' Pistole im Schlafzimmer des Opfers neben ihrer Leiche herumlag. Dennoch bestritt der Mann jegliche Beteiligung am Mord an Tracy. Er beharrte darauf, dass er und Tonja sie gemeinsam nach Hause gebracht hätten, woraufhin sie zu sich nach Hause gefahren seien und ihr Haus bis zum Abend nicht verlassen hätten. Die Polizisten begannen James' Aussage zu überprüfen und Tonja bestätigte seine Worte. Zudem erhielten die Ermittler die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus der Bank und sprachen mit einem Mitarbeiter des Autohauses. Tracy war tatsächlich an all diesen Orten gewesen, genau wie James es beschrieben hatte. So begannen die Ermittler an seiner Beteiligung zu zweifeln, da der Mann schlichtweg keine Möglichkeit gehabt hatte, dieses Verbrechen zu begehen. Letztendlich standen die Polizisten wieder mit leeren Händen da. Sie untersuchten weiterhin alle Männer, die theoretisch dieses Verbrechen hätten begehen können, gerieten jedoch immer wieder in eine Sackgasse. Das ging mehrere Tage so weiter, und die Ermittler zweifelten immer mehr daran, dass es ihnen gelingen würde, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die Ergebnisse der DNA-Analyse lagen immer noch nicht vor und aus Verzweiflung beschloss der leitende Ermittler, James erneut zu befragen. Er lud ihn auf die Wache ein und begann zu fragen, ob zwischen ihm und Tracy eine intime Beziehung bestanden habe. Das war eine klassische Strategie der Polizei. Sie stellten dem Verdächtigen diese Frage, um eine konkrete Antwort zu erhalten. Wenn die DNA-Analyse ergeben sollte, dass sich eine Probe des Verdächtigen am Körper des Opfers befand und er den Ermittlern sagte, dass zwischen ihnen keine intime Beziehung bestanden habe, würde diese Aussage sofort gegen ihn verwendet werden. In diesem Fall hofften die Ermittler auf dasselbe. Und James bestand darauf, dass zwischen ihnen nichts gewesen sei. Er sagte immer wieder, dass Tracy die Cousine seiner Freundin sei, weshalb er sie in dieser Hinsicht nie auch nur in Betracht gezogen habe. Die Ermittler setzten jedoch den Druck auf ihn fort und schließlich änderte James seine Aussage.
Zu ihrer Überraschung gab er an, dass es an jenem Tag tatsächlich zu sexuellem Kontakt zwischen ihm, Tonya und Tracy gekommen sei. Nach den Angaben des Mannes kamen sie vom Autohaus und gingen in Tracys Haus, wo alle drei einvernehmlich miteinander schliefen. James beschrieb sogar detailliert, was genau sie getan hatten, beharrte jedoch darauf, dass er und Tonya danach nach Hause gefahren seien und mit Tracy alles in Ordnung gewesen sei. Der Mann erklärte, er habe diese Geschichte den Ermittlern ursprünglich nur deshalb verschwiegen, weil er Tonya eine solche Schande ersparen wollte, da sie Tracys Cousine war. Dennoch hatten die Ermittler große Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Da sich James' Pistole im Schlafzimmer des Opfers befand, gingen sie davon aus, dass der Mann Tracy tatsächlich mit Drohungen dazu gezwungen haben könnte, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben und sie anschließend getötet habe. Trotz des Drucks beharrte der Mann jedoch weiterhin auf seiner Unschuld. Irgendwann baten die Ermittler ihn, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, und der Mann sagte, er würde diesen gerne absolvieren. Dies war jedoch letztlich ohne Bedeutung, da die Ergebnisse eines Lügendetektortests vor Gericht nicht anerkannt werden. Schließlich weigerte er sich gänzlich, das Gespräch fortzusetzen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Polizisten bereits ausreichende Gründe, James festzunehmen und die Ergebnisse der DNA-Analyse hinter Gittern abzuwarten. Was Tonya betraf, so nahmen die Polizisten auch sie in Gewahrsam, da sie ihrem Freund ein Alibi verschafft hatte, das er später selbst widerlegte. In den folgenden Wochen suchten die Ermittler weiter nach neuen Beweisen und warteten auf die Ergebnisse der DNA-Analyse, die immer noch nicht vorlagen. Etwa einen Monat nach der Festnahme von Tonya und James wurden sie unerwartet von Gefängnisbeamten kontaktiert. Diese berichteten, dass eine der Insassinnen mit ihnen über den Mord an Tracy sprechen wolle, und die Polizisten begaben sich sofort dorthin. Die Insassin erzählte, dass Tonya ihr den Mord an ihrer Cousine gestanden und ihr zudem eine kurze Beschreibung der Tat gegeben habe. Ihren Worten zufolge sei Tonya zusammen mit James in Tracys Haus gegangen, habe dann ihrem Freund ein Zeichen gegeben, woraufhin dieser sich auf das Opfer stürzte. Danach missbrauchten sie abwechselnd, wobei sie Tracy mit einer Pistole bedrohten, und anschließend tötete James sie. Die Ermittler erhielten von der Insassen eine schriftliche Zusammenfassung dieser Informationen und ihnen kam eine ziemlich ungewöhnliche Idee. Sie wollten ein Geständnis von James erlangen und beschlossen, eine List anzuwenden. Die Ermittler holten ihn erneut zum Verhör und lasen ihm das Geständnis vor, das Tonyas Zellengenossin geschrieben hatte. Allerdings hatten sie es ein wenig umformuliert, sodass es so klang, als würde Tonya selbst gegen James aussagen. Sie formulierten es so: Es ist, als würde Tonya ihm allein die Schuld für alles geben und bereit sein, vor Gericht gegen ihn auszusagen. Zum Schluss sagten die Ermittler, dass James, wenn er alles gestehe und Reue zeige, sogar eine Chance habe, einer Strafe zu entgehen. Natürlich war dieses Szenario völlig unrealistisch, aber die Ermittler sahen, dass James kurz davor stand aufzugeben, und ihre Taktik ging auf. Der Mann willigte ein Geständnis abzulegen und begann seine Erzählung, die selbst erfahrene Ermittler bis ins Mark erschütterte. Laut James hatten er und Tonya sich etwa einen Monat vor den Ereignissen kennengelernt und fanden schnell eine gemeinsame Basis in ihrer Liebe zu illegalen Substanzen und Krimiserien. Sie schauten ständig gemeinsam CSI Crime Scene Investigation. Und in einer der Folgen wurde die Geschichte von zwei Brüdern erzählt, die eine Frau entführt hatten, um sie zu foltern. Nach dem Anschauen sagte James zu Tonya, dass er schon lange davon träume, mit jemandem dasselbe zu tun. Daraufhin erklärte Tonya, dass sie seinen Wunsch teile und eine Frau entführen wolle, um sie zu misshandeln und zu foltern und anschließend zu töten. Seitdem begannen sie, über einen Plan nachzudenken, wie sie diese Fantasien in die Tat umsetzen könnten. Zunächst wollten sie sich im Supermarkt ein unbekanntes Opfer aussuchen, es überreden, zu ihnen ins Auto zu steigen und es entführen. Doch schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass dieser Plan zu riskant sei. Da beschlossen sie, dass es am besten wäre, jemanden zu entführen, den sie kennen. Außerdem wäre es ihrer Meinung nach einfacher, eine solche Frau zu kontrollieren und sie dazu zu zwingen, alles zu tun, was sie wollten. Aus diesem Grund fiel ihre Wahl auf Tracy, die Tonya vertraute, und ihr dankbar war, dass sie ihr geholfen hatte, einen Job zu finden. In den Tagen vor dem Mord reduzierte James seinen Konsum illegaler Substanzen drastisch, um in der Lage zu sein, Auto zu fahren
und die Tat selbst zu begehen. Eines Tages brachten James und Tonya Tracy zu ihrem Haus und waren bereits bereit, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Die Frau lud sie jedoch nicht in ihr Haus ein. Später jedoch, als sie vom Autohaus abholten, bat James darum, die Toilette benutzen zu dürfen, und Tracy ließ ihn herein. Während er dort war, standen er und Tonya im Wohnzimmer. Dann machte sich das Paar daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Zuvor hatten sie ein Signal vereinbart, das die Frau James geben sollte. Tonya schlug Tracy ins Gesicht, woraufhin der Mann sofort aus der Toilette stürmte und sich auf sie warf, wodurch die Frau das Bewusstsein verlor. Gemeinsam mit Tonya trug er sie ins Schlafzimmer, zog dem Opfer alle Kleider aus und wartete, bis sie wieder zu sich kam. Dann begannen sie, das Opfer mit einer Pistole zu bedrohen und es zu zwingen, ihre Befehle auszuführen. Tonya und James setzten sie den grausamsten Formen von Gewalt aus, und selbst die Ermittler, die an zahlreichen Verbrechen gearbeitet hatten, waren schockiert darüber, zu welchen Perversionen diese Menschen fähig waren. Schließlich beschloss das Paar, zum letzten Teil ihres Plans überzugehen. Beide waren vom Mord erregt, und sie hatten von Anfang an nicht vor, Tracy am Leben zu lassen. James holte ein Messer hervor und versetzte dem Opfer mehrere Stiche in Hals und Rücken. Dabei sagte er zu Tracy, dass es ihm leid täte und sie an nichts schuld sei, aber dass sie sterben müsse. Nach der Tat versuchte das Paar, das Blut abzuwaschen, woraufhin sie gemeinsam duschten und wegfuhren. James fügte hinzu, dass sie geplant hatten, ihr Haus anzuzünden, es sich aber im letzten Moment anders überlegt hatten. Als sie bei Tonya ankamen, hatten sie Geschlechtsverkehr, da beide noch immer erregt waren von dem, was sie getan hatten. Während James all dies erzählte, fiel den Ermittlern auf, dass er keinerlei Anzeichen von Reue zeigte, sondern im Gegenteil stolz auf seine Tat war. Schließlich wurden gegen die beiden Anklagen wegen Mordes, Entführung und weiterer schwerer Verbrechen erhoben. Einige Zeit später hatte das Labor endlich die Untersuchung aller gesammelten Proben abgeschlossen, und die DNA des Paares war tatsächlich überall zu finden. Die Vorbereitung auf den Prozess dauerte fast 4 Jahre, und der Prozess gegen James begann im Jahr 2014. Die Staatsanwaltschaft beschloss, die Todesstrafe zu beantragen. Der Anwalt des Mannes versuchte jedoch, diese Entscheidung anzufechten. Er beharrte darauf, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, dass Tracy nicht aus freiem Willen eine intime Beziehung mit ihm eingegangen sei. Darüber hinaus lud der Anwalt Verwandte von James vor, die berichteten, dass er schon von klein auf Opfer schwerer Verbrechen geworden sei und dass alles, was man ihm angetan habe, irreparable Spuren in seiner Psyche hinterlassen habe. Seine Mutter konsumierte illegale Substanzen und verkaufte sich, wodurch James und seine Schwester lange Zeit allein gelassen wurden. Oft hatten sie nichts zu essen, was bei James zu gesundheitlichen Problemen führte. Später wurde seine Mutter ermordet und das Kind kam in eine Pflegefamilie, wo sein Leid weiterging. Als Erwachsener begann James, illegale Substanzen zu konsumieren, für die er sich durch verschiedene illegale Aktivitäten Geld beschaffte. All dies verschlimmerte seine psychischen Probleme nur noch weiter. Eine gerichtliche Begutachtung ergab jedoch, dass der Mann sich seiner Handlungen bewusst war. Schließlich befanden die Geschworenen ihn für schuldig und der Mann wurde zum Tode verurteilt. In den folgenden Jahren versuchte er, dieses Urteil anzufechten, blieb jedoch erfolglos. Dennoch gelang es ihm im Jahr 2018, ein neues Gerichtsverfahren zu erwirken und der Anwalt des Mannes plante, das Todesurteil aufzuheben. Doch zur Überraschung aller Prozessbeteiligten forderte James ihn plötzlich auf, ihn nicht mehr zu verteidigen und erklärte, er habe den Tod verdient. Was Tonya betrifft, so ging die Staatsanwaltschaft aus irgendeinem Grund einen Deal mit ihr ein, wonach die Frau gegen James aussagte und im Gegenzug eine lebenslange Haftstrafe anstelle der Todesstrafe erhielt. Während der Urteilsverkündung begann die Frau zu weinen und sagte, dass sie ihre Tat bereue. Die Angehörigen des Opfers glaubten jedoch nicht an diese Reue. Trish, Tracys beste Freundin, mit der sie und Tonya unzertrennlich waren, war bei jeder Gerichtsverhandlung anwesend. Bei der Urteilsverkündung gegen Tonya erklärte sie, dass sie absolut nicht an deren Aufrichtigkeit glaube. Die Frau fügte hinzu, dass Tonya Tracy seit ihrer Kindheit in allem beneidet habe und vielleicht habe sie aus diesem Grund sogar insgeheim gehasst. Im April 2025 wurde das Urteil gegen James vollstreckt und der Mann wurde durch die Giftspritze hingerichtet.
In seinem letzten Wort sagte er, dass er in den 15 Jahren seit dem Mord das Opfer kein einziges Mal beim Namen genannt habe, da er dies als respektlos gegenüber ihr empfand. In den letzten Minuten seines Lebens sagte er jedoch: »Tracy, vergib mir.« Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.